Herr Dr. Kobau, Sie waren von 1973 bis 2012 Oboist bei den Wiener Sinfonikern und haben Harnoncourt als Dirigenten über viele Jahrzehnte beobachtet und auch die Orchesterstimmung. Ich möchte Sie heute fragen über dieses Verhältnis zwischen den Wiener Sinfonikern und Nikolaus Harnoncourt über die vielen Jahre. Ihr Mentor im Orchester war der erste Solo-Oboist Jörg Schäftlein, der Sie auch über viele Jahre begleitet hat. Können wir vielleicht zunächst anfangen, dass Sie mir etwas über ihn erzählen? Ja, wir können vielleicht, wenn wir das chronologisch machen, gleich in der Kriegszeit beginnen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es so bekannt ist, dass Familie Schäftlein und Familie Harnoncourt in Graz schon sehr gut bekannt waren und dass Nikolaus Harnoncourt des Öfteren die Familie Schäftlein besucht hat als 10-Jähriger, 14-Jähriger und die gemeinsam musiziert haben. Also das heißt, die Verbindung der beiden stammt eigentlich schon aus der Grazer Zeit. Und es war dann noch eine dritte Familie, Schneiderhahn, die auch aus Graz kommen. Und diese drei Familien waren ja dann später auch immer wieder noch einmal in Kontakt. Schäftlein, also es ist mir ein besonderes Anliegen, über Jörg Schäftlein zu sprechen. Erstens einmal, ohne ihn hätte das ganze Concentus-Projekt der Bach-Kantaten in dieser Form eigentlich wahrscheinlich gar nicht stattfinden können. Wenn man davon ausgeht, dass das Ensemble ja ursprünglich ein Sinfoniker-Ensemble war und keine externen Leute hinzugeholt wurden. Und die Bach-Kantaten sind bezüglich der Oboe ja doch ein wichtiges, also die Oboe ist absolut wichtig für die Gestaltung der Kantaten. Und Schäftlein war eben da einfach der kompetente Mann, der das leisten konnte. Und da gab es eigentlich meines Wissens keinen anderen in Wien, der das hätte machen können. Also das heißt, diese Konstellation, erstens, dass Harnoncourt und Schäftlein einander ja sehr gut gekannt haben und dann eben, dass er so ein überragender Barock-Oboist und Oboist überhaupt war also ein Glücksfall für den Concentus. Was es die frühe Zeit betrifft, habe ich ein bisschen recherchiert über die Familie Schäftlein und im Nachhinein ist mir sein Lebensweg, also der Lebensweg von Jörg hat mich noch größere Hochachtung eigentlich abgerungen, weil er kommt aus einer Familie, die nationalsozialistisch geprägt war. Der Vater war Jurist in Graz und hat mit dem Anschluss Karriere gemacht im Grazer Justizwesen. War zwar nicht in der obersten Kategorie, aber zumindest in der zweiten. Das heißt, er hatte nicht irgendwelche Verbindungen zu den brutalen Urteilen, die dort gesprochen wurden, weil die Grazer Justiz war eigentlich einer der brutalsten in Österreich. Die hatte ja auch eigene Hinrichtungsstätte und hat also Kommunisten und Deserteure und Bauern, die Juden versteckt haben, hinrichten lassen. Da war er nicht beteiligt, aber er war in einer relativ hoher Funktion im Grazer Justizwesen und ist dann nach dem Krieg 2,5 Jahre im Internierungslager Wolfsberg gewesen, im britischen Internierungslager. Die Briten haben also nicht auf Verdacht irgendjemanden dorthin gebracht, sondern schon nach relativ guter Recherche. Das heißt, er war also doch sehr involviert in die Justiz und das Rechtswesen des Nationalsozialismus. Und die Familie Schäftlein war von 46 bis 48 praktisch vor dem Nichts. Jörg war also 17 Jahre alt ungefähr, wie sein Vater nach Wolfsberg gekommen ist. Und die hatten ja keinerlei Einkünfte mehr. Das ist also vollkommen gestrichen worden. Die sind also sozusagen vollkommen verarmt gewesen. Und es hat Ansuchen an die Armenfürsorge bedurft, damit Jörg überhaupt zu studieren
beginnen konnte. Und er war als 16-Jähriger in der HJ und auch sogar in irgendeiner führenden Position in einer Gruppe. Und wenn ich mir das vergegenwärtige und mir den Menschen Schäftlein vergegenwärtige, wie ich ihn kenne, ist das ein unglaublicher Lebensweg eigentlich. Und ich habe nachträglich eigentlich, interpretiere ich das so, dass seine unglaublich humane Einstellung, das war wie ein lebenslanges Abdienen der Schuld der Familie, die er sozusagen geleistet hat. Er war erstens ein großartiger Kollege, als Musiker sowieso völlig unumstritten und ein ganz hervorragender Pädagoge. Leider hat er durch seine Tätigkeit im Konzentus dann seine Akademiestelle aufgegeben, auch aus Verantwortungsbewusstsein, weil er gesagt hat, er kann das nicht auf Dauer verantworten, dass seine Studenten ständig durch Abwesenheit beeinträchtigt werden. Dadurch ist dann die Akademiestelle für ihn erledigt gewesen. Aber Sie haben bei ihm studiert, oder? Nein, nicht. Er hat bei Hadamowski studiert. Und er hat kurzfristig, nur 2 oder 3 Jahre hat er unterrichtet und hat dann aufgehört. Und das war ein nachträglich gesehen ein großer Verlust für die Musikakademie. Und Jürg Schäfflein hatte einen absolut rationalen Zugang zur Musik, was nicht bedeutet hat, dass er nicht emotional beteiligt war. Aber einer seiner Steckenpferde war die Tonphysik und die Intonation. Das hat er mathematisch, das hat er alles studiert und hat bei diversen Meisterkursen, Kammermusikkursen und dergleichen, die ich auch mitgemacht habe, Ende der 70er Jahre in Feldkirch, hat er jeden Sommer einen Vortrag gehalten über Grundlagen der guten Intonation, die er eben mathematisch, physikalisch sozusagen den Studenten näher gebracht hat. Die Oboe und die Barockoboe und Blockflöte hatte er von klein auf gelernt. Und Oboe da Caccia und der Caccia hat er, glaube ich, Monteverdi-Blasinstrumente der Caccia weiß ich jetzt nicht genau, ob das nicht der Karl Gruber gemacht hat, aber da bin ich jetzt nicht kompetent, ja, das zu beantworten. Aber ich erzähle vielleicht 2 Anekdoten, um ihn als Menschen und als Kollegen irgendwo ins rechte Licht zu rücken, die mit mir zu tun haben. Wie ich im Probejahr war, hat er sich mit unglaublicher Sorgfalt eigentlich darum gekümmert, dass ich Hürden überwinden konnte, die für mich relativ groß waren, weil ich ja ohne irgendeine Orchestererfahrung zu den Sinfonikern gekommen bin. Also außer im Akademieorchester gespielt zu haben. Damals gab es ja keine Meisterkurse, keine Wettbewerbe und dergleichen in den späten 60er Jahren. Also man hat studiert und ist dann engagiert worden. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der heutigen Situation. Das heißt, man ist ins Orchester gekommen und musste irgendwie sich zurechtfinden. Und da gab es also zum Beispiel eine Situation, ein Tourneekonzert in Bern mit Giulini, mit den Bildern einer Ausstellung. Und da gibt es für das Englischhorn, das ich damals eigentlich hauptsächlich gespielt habe, eine unangenehme Stelle im alten Schloss, wo nur 3 Töne zu spielen sind, S, B und das hohe S. Und die Bindung vom B zum S war auf dem Englischhorn ein gewisses Problem. Und bei dem Konzert in Bern ist beim hohen Ton, der so sehr deutlich zu hören ist, nicht das S rauskommen, sondern ein krächzender Ton. Und der Jürg hat am nächsten Tag ist er zu mir gekommen und hat gefragt, was wir machen können und das mit mir probiert. 1,5 Stunden lang, wir haben verschiedene Rohre, er hat selbst probiert, alles Mögliche. Wir sind nicht draufgekommen, was schuld ist. Worauf er gesagt hat, wissen Sie was, wir waren damals noch bei Sie. Sie spielen das
S und das B und ich werde mich am B einschleichen und spiele dann den oberen Ton. Und genauso hat er das im Konzert gemacht. Das hat perfekt funktioniert. Und am nächsten Morgen bin ich am Frühstückstisch gesessen und der Kollege von der zweiten Oboe neben mir. Und dann ist ein Cellist zu mir gekommen und hat gesagt, na also, gestern war das ja tadellos. Und der zweite Oboist hat gekräht, ja, das hat ja auch der Jürg gespielt. Und das ist ein unglaublicher Kontrast zwischen der noblen Zurückhaltung, die der Jürg immer an den Tag gelegt hat. Er hat also nie aus Hilfestellungen oder so irgendeine eine große Sache gemacht, sondern das war für ihn vollkommen selbstverständlich, in so einer Situation zu helfen. Und am Ende des Probejahres, eine zweite Anekdote, das letzte Konzert in Wien mit Rhapsodie Espagnole von Ravel. Und das war also vor der Abstimmung über mein Probejahr, mehr oder weniger. Und ich bin schon am Podium gesessen, knapp vor dem Konzert, und der Jürg ist reingekommen, ist bei mir vorbei. Es waren 2 Konzerte. Das war das zweite Konzert, und er ist vorbeigekommen und hat nur so 4 Worte zu mir geflüstert. Noch einmal so schön. Und Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Motivation für einen jungen Musiker ist. Also ich kann sagen, ohne Jürg Schäfflein hätte wahrscheinlich und möglicherweise das Probejahr nicht bestanden. Und der damalige Direktor hat mir dann nach dem positiv abgelaufenen Abstimmung hat er mir gesagt, also Sie haben in Herrn Schäfflein einen großen Freund und Förderer. Das war also, wenn man das jetzt umgedreht hat, es waren etliche Leute, die keine Freunde und Förderer waren. Und möglicherweise wäre ich also ohne Jürg Schäfflein nicht übers Probejahr gekommen. Also das ist jetzt nur so als 2 erhellende Anekdoten, mit welcher Sorgfalt er sich auch um den Nachwuchs gekümmert hat, weil auch bevor wir engagiert waren, sind 2 oder 3 Leute ausprobiert worden, und er hat immer mit größter Sorgfalt geschaut, wer kann was spielen, hat die Leute auch entsprechend vorbereitet auf diese Konzerte. Also mit unglaublichem Verantwortungsbewusstsein und pädagogischen Diskretion hat er eigentlich pädagogische Funktionen innerhalb des Orchesters ausgeübt. Etwas, was heute in der Form ja gar nicht mehr gibt, weil er einfach die pädagogische Vorbereitung durch eben Meisterkurse und x Wettbewerbe und dergleichen einen ganz anderen Stellenwert hat, als sie damals hatten. Nicht? Sie waren 13 Jahre lang Kollegen zwischen 1973 und 86? Und 86, ja. Und wie haben Sie da seine Konzertos-Tätigkeit beobachtet als junger Mensch von außen? Oder hatten Sie auch Lust mitzuspielen? Haben Sie mal mitgespielt? Hat er Sie eingeladen? Ich habe dann sehr spät, also ich habe Mitte der 80er Jahre mir überlegt, das Dissertationsstudium in Geschichte fortzuführen. Also ich habe Musikpädagogik und Geschichte vorher schon studiert, aber Geschichte als Nebenfach für Schulen. Und aufgrund des Interesses meines von Ernst Bruckmüller, dem Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Uni, habe ich dann ein musikalisches Thema. Das ist eben dieses Buch hier, eben das war das Dissertationsstudium. Und da hatte ich ja Karentia bei den Sinfonikern, weil da so viel Material vorhanden war, das hätte ich so neben dem Dienst unmöglich schaffen können. Und da habe ich mir überlegt, ob ich eben, damit ich nicht völlig rauskomme aus dem Spielen, diese Zeit benütze, um nebenbei Barockoboe zu beginnen. Und da habe ich eben bei Jürg Schäfflein begonnen, und das war im Herbst 85. Da konnte man schon nur mehr bei ihm zu Hause. Da ist er nicht mehr an die Akademie gekommen, weil er eben einfach durch die Krankheit schon behindert war. Und ich habe die letzte Stunde bei ihm 14 Tage vor seinem Tod gehabt. Nicht? Und auch diese Erlebnisse sind für mich unglaublich präsent und prägend. Und nach seinem Tod ist dann sein Nachfolger, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der dann an
AIDS gestorben ist, ein halbes Jahr später. Der hat auch beim Concentus gespielt. Und dann habe ich noch bei der Marie Wolf, die zweite Oboistin war beim Concentus, habe ich dann noch angeschlossen. Und es war eben dann diese Zeit, wo ich dann fürs Weihnachtsoratorium 1986 die Oboe da Caccia gespielt habe, im Musikverein mit dem Concentus. Und danach habe ich aber mich entschlossen, die Barockboe wieder wegzulassen und mich doch auf das Geschichtestudium zu konzentrieren und die Kulturgeschichte weiterzumachen. Ich habe dann noch ein zweites Buch über Villa Wertheimstein und die Familie Wertheimstein geschrieben. Also habe mich dann eher in die historische Richtung bewegt und die Barockboe wieder sein lassen. Ja, was seine Tätigkeit innerhalb des Concentus aus der Richtung der Symphoniker her, kann ich eigentlich nicht so viel Spezielles dazu sagen. Ich kann nur, das ist jetzt wieder der Vorgriff auf die 70er und 80er Jahre. Vielleicht das eine in den 70er Jahren ist ja der Concentus langsam prominent geworden. Und da ja der Concentus ein reines Symphoniker-Ensemble war, haben ja alle Symphoniker-Mitglieder auch bei Bach-Aufführungen gespielt, die nicht von Harnoncourt geleitet werden. In den 70er Jahren hat er ja bei uns noch nicht dirigiert. Und das war nun rückblickend eine sehr kuriose Situation, weil das war eben damals wirklich eine, wie soll man sagen, eine fast sektenartige Vereinigung der Concentus, vollkommen überzeugt über ihre neue Interpretationsmethode. Und dann hat bei den Symphonikern Karl Richter die Matthäus-Passion dirigiert, fast jedes Jahr. Das war in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre. Und das hatte zur Folge, dass der gesamte Concentus, der Dienst hatte, wenn der Richter dirigiert hat, in eine unglaublich renitente Verweigerungshaltung verfallen ist. Weil Richter war halt einfach der kam aus der spätromantischen Interpretationsweise. Und da kann ich mich noch erinnern, dass Schäftlein, der sonst also absolut zurückhaltend war und sich nie irgendwie hinreißen hat lassen zu Polemiken, dass er gesessen ist. Und da haben wir geprobt, die paar Takte, ja, dieses ist Gottes Sohn gewesen. Das sind 2 Takte, glaube ich. Die hat Richter auf Sechzehntel geschlagen. Und Jürg ist mit der Uhr gesessen und hat gesagt, für diese 2 Takte hat er jetzt 1 Minute und 20 Sekunden gebraucht. Das war also, bei Harnoncourt war das mindestens im doppelten Tempo. Auch der Einleitungschor, der hat kein Ende genommen bei Richter. Also die Situation war bezüglich der Bach-Interpretation in den 70er, frühen 80er war vergiftet bei den Symphonikern durch die Concentus-Erfahrung des Ensembles. Da gab es ja sicherlich auch Kriege innerhalb der Musiker der Symphoniker. Es wurde ja auch dann in moderner Stimmung gespielt, auf anderen Instrumenten. Karl Richter war sicherlich das Extrembeispiel, aber es gab sicherlich auch andere Situationen mit anderen Dirigenten, wo das dann ein bisschen kritisch wurde. Oder gab es da 2 Parteien oder wie kann man sich das vorstellen, orchesterintern? Oh, naja, ich möchte vielleicht noch die zwei verschiedenen Gruppen jetzt aus der anderen, aus der Dienstseite her vielleicht einmal schildern. Das hat sich vor allem in den 80er Jahren dann sehr negativ entwickelt im Orchester, weil der Concentus war also immer prominenter, hat immer mehr Tourneen unternommen. Und das hatte natürlich unmittelbare Auswirkungen auf den Orchesteralltag, weil eben sämtliche Concentus-Mitglieder ständig Freistellungen gebraucht haben, um die Tourneen zu spielen. Das war schon viel früher auch der Fall. Ich habe ja Musikpädagogik studiert und da hat der Herbert Tachetzi zum Beispiel Musiktheorie unterrichtet bei uns in der Musikpädagogik. Und der war
wochenlang nicht da. Wir haben dann ein Protestschreiben an die Verwaltung der Musikpädagogik geschickt, weil wir gesagt haben, so kann das einfach nicht weitergehen, dass ein Musiktheorieprofessor einfach nicht da ist und wir sollen dann Prüfungen machen. Also der Herbert der Heitze hat sich da überhaupt nicht irritieren lassen durch diese Doppelfunktion, im Gegensatz zu Schäftlein, der eben die Akademiestelle aufgegeben hat. Und im Orchester war es eben dann der Fall, dass der Schwager Hanon Kurs, also Kurt Deiner, gleichzeitig Orchestervorstand war in den 80er Jahren. Und das war also nun eine klassische Unvereinbarkeit, weil er seine Stellung als Orchestervorstand benutzt hat, um beim Direktor, der ohnehin auch verhasst war bei den Sinfonikern, die Freistellungen für den Concentus zu betreiben. Und das konnte er als Orchestervorstand natürlich bei weitem leichter machen als irgendein Musiker, der zum Direktor geht. Und das hat also dann im Orchester zunehmend für Unruhe gesorgt und für Aggressionen. Und das hat eigentlich einige Jahre in den 80ern ein sehr gespanntes Verhältnis innerhalb des Orchesters erzeugt. Also Harnoncourt war, obwohl er nicht da war, sehr viel präsent. In den 70er Jahren war er präsent, weil die Musiker die Interpretationen anderer Dirigenten sehr kritisch gesehen haben. Und in den 80ern war er präsent, weil seine Musiker einfach mehr mit dem Concentus beschäftigt waren als mit dem Orchester. Wobei er in den 80ern dann auch begonnen hat, bei den Sinfonikern zu dirigieren. Das war am 9. Juni 1983, war das erste Konzert mit den Sinfonikern mit einem Mozart-Programm. Wie kam es denn dazu, dass man sich dann da annäherte? Wissen Sie das? Wie es dazu gekommen ist, dass er engagiert wurde, das kann ich eigentlich nicht wirklich sagen, weil das lief über die Direktion und möglicherweise, ich weiß nicht, ob Deiner damals schon Orchestervorstand, aber wahrscheinlich. Na gut, und er ist ja immer prominenter geworden. Also insofern, und er war ja bis späte 60er Jahre Orchestermitglied, also insofern lag es irgendwo nahe zu sagen, ein prominent gewordenes Orchestermitglied, das also nun als Dirigent zum Orchester zurückkehrt. Oder auch nicht, aus dem gleichen Grund. Ja. Also ich habe den ersten Dienst mit ihm gespielt in Hohenems. Das war er. Ja, im Juni 83. Ja. 2 Konzerte in Hohenems. Das war eines hat Milan Turkovic mit dem Fagottkonzert und das andere Konzert war mit dem Schiff, mit dem Haydn-Cello-Konzert und die Unvollendete war als Sinfonie am Programm. Und das habe ich auch noch unglaublich in Erinnerung, weil also erstens war das ein Freiluftkonzert im Schloss Hohenems, im Hof. Und es war ein miserables Wetter, also es war ein unglaublicher Schlechtwettereinbruch. Es war unglaublich kalt. Ich glaube, es hat nicht viel mehr als 10 Grad gehabt. Und wir sind mit warmem Tee irgendwo gelabt worden in der Garderobe, damit wir überhaupt mit halbwegs spielfähigen Fingern das Konzert bewältigen konnten. Und ich kann mich noch an seinen Auftritt erinnern, wie er da rausgekommen ist aus diesem Künstlerzimmer. Der Gesichtsausdruck ist mir zeitlebens in der Erinnerung. Ich habe den Eindruck gehabt, jetzt geht's auf Leben oder Tod. Das war so mir ist eingefallen, Moses mit den Gesetzestafeln oder Savonarola oder so irgendwie. Also eine unglaubliche Spannung wir haben den Eindruck gehabt, es geht nicht um Spiel, sondern also jetzt geht es um alles, mehr oder weniger. Es ist also ein priesterliches Ambiente, das er auch ausgestrahlt hat, irgendwo, also in dieser Überzeugung im Auftritt, der das Publikum natürlich wahrscheinlich unheimlich
mitgerissen hat. Und hat das Konzert dann gut stattgefunden in den Wetterverhältnissen? Ja. Zur Unvollendeten kann ich sagen, die hat er auch aufgenommen mit den Sinfonikern. Und das ist wieder eine dieser Dinge, wo ich ein bisschen mit Skepsis seinen theoretischen Zugang gefolgt bin. Im Beiblatt zu der Aufnahme beruft er sich auf Arnold Schering und dessen Interpretation der Unvollendeten als Illustration von Mein Traum. Schubert hat so eine kurze Erzählung geschrieben und Schering, der ja auch die Beethoven-Sonaten fast lückenlos auf irgendwelche dramatische Sujets interpretiert hat, also Romeo und Julia und was immer, nicht, war also der Meinung, dass auch das einfach eine Schilderung dieses Traums von Schubert sei. Und das hat Harnoncourt dann vollkommen übernommen und das also sozusagen detailliert aufgelistet. Wenn man in die Schubert-Literatur schaut, ist diese Kombination zwischen Traum und Unvollendeten, also das wird mit größter Skepsis betrachtet. Andere sagen ja, das war einfach eine Erzählung, die er für Atzenbruck verfasst hat. Also die Musikwissenschaft ist zumindest skeptisch bezüglich dieser Verbindung. Und das war sein Faible. Wenn er eine Idee hatte, dann hat er die also ungeachtet aller Skepsis links und rechts, hat er die also verfochten. Das ist der Traum, den Schubert vertont hat. Hat er Ihnen das auch bei den Proben so vermittelt oder erst im Booklet der Aufnahme? Zum Teil auch bei den Proben. Also wir haben später 87 die Eroica mit ihm gespielt. Und da ist er aufgetreten und hat gesagt, die Eroica, das hat mit der Französischen Revolution überhaupt nichts zu tun. Das ist der Kampf zwischen Hektor und Achill. Auch so apodiktisch, das ist so. Und da gibt es auch einen Überblick über die verschiedenen Interpretationszugänge zur Eroica. Und das war ja auch eine seiner... Er hat auch nie Quellen angegeben den Musikern gegenüber, ganz selten. Also bei Schering hat er es gemacht, aber sonst sehr selten. Das vermittelte immer den Eindruck, das sei also aus dem Haupt des Zeus entsprungen, nicht? Und wenn man recherchiert hat, ist man dann draufgekommen, dass Berlioz diese Meinung vertreten hat, das sei der Kampf zwischen Hektor und Achill. Und das war also ist eine schmale Interpretationsschiene unter Dutzenden, die es für die Eroica gibt. Und die hat er also als unumstößliches Faktum den Musikern vermittelt. Und das ist etwas, wo ich, wie soll man sagen, das ist ein gewisser musikwissenschaftlicher Dilettantismus, würde ich es ausdrücken. Ich weiß nicht, ob Sie Thomas Manns Leiden und Größe Richard Wagners, nicht, hat einen Artikel geschrieben, der unglaubliche Furore gemacht hat in München. Und Thomas Mann war nun wirklich ein großer Verehrer von Richard Wagner. Und Wagners Werk hat ja auf seine literarische Betätigung einen unglaublichen Einfluss gehabt. Leitmotivtechnik und so weiter. Also man kann also wirklich nicht sagen, dass er ein Skeptiker war. Und er hat aber in dem Artikel geschrieben, dass manche Aspekte von Richard Wagner gewisse Formen von Dilettantismus aufweisen und nicht nur jetzt, was die literarische Umsetzung seiner Libretti anlangt, sondern auch in szenischen Fantasien und dergleichen. Und das hat einen Skandal ausgelöst in München, dass er Wagner des Dilettantismus geziehen hat, obwohl er also ja ein Wagnerianer war. Und genauso möchte ich das parallelisieren. Ich habe Harnoncourt absolut sehr hoch geschätzt, aber gewisse Formen von musikwissenschaftlichen dilettantischen Verhalten habe ich in solchen
Momenten schon interpretiert im Vergleich zu anderen Musikwissenschaftlern. Also bei uns hat auch zum Beispiel Peter Gülke dirigiert, der ja also wirklich ein absolut erstklassiger Musikwissenschaftler war. Und der hätte also solche Theorien nie vertreten. Der war viel vorsichtiger in seinen Formulierungen und viel genauer in seiner Recherche, was also solche Interpretationen anlangt. Und da war eben Harnoncourt einfach ein bisschen zu begeistert von einer Interpretationsschiene, um das viele drumherum auch noch irgendwo in den Blick und in den Horizont zu bekommen. Und hat das dann für Diskussionsstoff gesorgt unter den Musikern? Also für die Nicht-Konzentus-Fraktion des Orchesters? Ja, ich glaube, die haben das hingenommen und sich nicht sehr viel weiter darum gekümmert. Harnoncourt war immer im Orchester kontrovers beurteilt. Also, aber das spricht ja für ihn absolut, dass er eben keiner war, der, soll man sagen, Langeweile erzeugt hätte oder und also die kontroverse Diskussion war absolut produktiv, habe ich gefunden, und die war in den 80er Jahren nicht nur bei den Symphonikern. Ich kann mich an ein Symposium erinnern, das die Philharmoniker abgehalten haben über Wiener Klangstil. Und da habe ich noch genau in Erinnerung, dass der Peter Schmiedl, damals Orchestervorstand, glaube ich, bei den Philharmonikern aufgestanden ist. Und das war Mitte der 80er Jahre. Und gesagt hat, also Harnoncourt kommt mir nicht ins Orchester. Da hat er eben schon die Symphoniker dirigiert. Der zerstört unsere Wiener Klangstil und unsere Wiener Klangvorstellungen. Das ist mir nachträglich insofern plausibel geworden, als gerade die Philharmoniker sehr, sehr stolz auf ihre Klangtradition waren. Und wenn nun jemand daherkommt, der als Archäologe sagt, ich schlage die Traditionen der Brahms- und Bruckner-Zeit ab und gehe dahinter und schaue, wie ist also nun zur Mozart- und Beethoven-Zeit vermutlich musiziert worden, dann ist es ja geradezu ein Verrat also in der Perspektive der Philharmoniker, an ihren Vorstellungen. Sie hätten ohnehin eine Kontinuität der Tradition bewahrt, über Brahms und Bruckner hinaus, Identität über die Jahrhunderte. Und genau das hat ja Harnoncourt bestritten, nicht? Und eigentlich gesagt, da ist sehr viel verloren gegangen und da müssen wir eben wie ein Archäologe die Staub und Schichten wieder wegpinseln und die ursprünglichen Fundamente wieder bloßlegen. Das wird zu einer Existenzfrage des Streicherschönklangs der Philharmoniker. Ja. Und doch hat er 1984 angefangen, sie zu dirigieren. Gleichzeitig ungefähr, oder? Bei den Philharmonikern, oder? Ja. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ja. Naja. Also gut, bei den Philharmonikern, die haben sich letztlich dann sehr pragmatisch nach der Prominenz des Dirigenten engagiert oder orientiert. Weil ich weiß auch, dass Karl Böhm bei ihnen also absolut aus völlig anderen Gründen sehr kontroversiell beurteilt wurden. Und sie haben ihn also trotzdem natürlich, weil er einfach einer der bedeutendsten Namen waren, bis zu seinem Tod eigentlich engagiert. Um von bedeutenden Namen zu sprechen, als Sie angefangen haben bei den Symphonikern, war Karajan schon weg und Harnoncourt war auch schon weg. Und es wurde ja dann ab 1970 von einem Journalisten diese große Antipodenstellung zwischen Karajan und Harnoncourt immer wieder herausgekehrt, worüber sich Harnoncourt sehr geärgert hat, dass er das nie richtig stellen konnte. Wie haben Sie da diesen Nachhall im Orchester noch gehört zwischen den beiden? Also der Nachhall war insofern da, als die älteren Kollegen
ja alle noch unter Karajan gespielt haben. Und Karajan war ja in den 50er Jahren quasi Chefdirigent des Orchesters. Also er war als oder Musikdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde, hat er eben die Sinfoniker dirigiert, weil die Sinfoniker ja sämtliche Konzerte im Rahmen der großen Sinfonie gespielt haben, beziehungsweise dann eben den Karajan-Zyklus, der mit 4, 5 Konzerten, glaube ich, pro Saison angesetzt war. Und die hatten Karajan natürlich als, wie soll man sagen, als großen Promotor des Orchesters in Erinnerung. Der hat ja tatsächlich ab den frühen 50er Jahren hat er ein Orchester, das eben in der Nachkriegszeit sehr große Probleme hatte sowohl mit der Lukrierung von Musikern als auch mit dem Niveau allgemein, weil das Orchester total überlastet war. Der hat also das Orchester auf Deutschland-Tournee und in Wien und dergleichen wirklich plötzlich zu einem Spitzenorchester geformt. Das war also die Tradition, wie soll man sagen, oder der Erzählung. Und das war unvergessen im Orchester natürlich. Und dass er sich dann in der zweiten Hälfte der 50er Jahre sukzessive zurückgezogen hat, weil er eben Wiener Staatsoper und Berliner Philharmoniker und dergleichen, das ist wieder anderes. Ich glaube, das letzte Mal hat er 1964 diese Fernsehaufnahme der 4. Schumann mit den Symphonikern gemacht. Also da gab es noch eine Gruppe von eingefleischten Karajan-Verehrern, die dann natürlich Harnoncourt kritischer gegenüberstanden als jüngere Musiker, die im Gegenteil, also ich weiß auch noch, dass uns Harnoncourt eigentlich in seiner frühen Zeit geradezu als Anti-Karajan erschienen ist und das uns geradezu fasziniert hat, im Sinne von weg von diesem Wohlfühl-Klang, Dirigent des Wirtschaftswunders, laut Adorno, nicht? Und wir haben uns auch erhofft, dass dadurch vielleicht auch eine andere Form von Konzertpräsentation so im Laufe der Zeit stattfinden wird. Das hat sich ja dann eigentlich nicht wirklich bewahrheitet. Aber er war also für uns ein Avantgarde der Klassik, mehr oder weniger, in den 70er Jahren. Und wir haben eben dann, wie wir gealtert sind und mit einer gewissen Ernüchterung festgestellt, dass so im Laufe der Zeit, weil er dann also immer prominenter wurde und die Neujahrskonzerte waren dann irgendwo für uns so die Schallgrenze, wo er dann immer mehr in den Mainstream des Konzertlebens als Rebell. Diese Marke hat er ja nach wie vor und Marken waren gesucht, nicht? Natürlich auch im Mainstream des Konzertlebens. In die ist er dann irgendwo doch hineingekommen und bei all seinen Versuchen, seine gewissenhafte Vorbereitung und Arbeit an jedem einzelnen Werk weiterzuführen, war er dann innerhalb des Klassikbetriebs einfach eine Marke. Und das war in seiner frühen Zeit in diesem Ausmaß also noch nicht der Fall. Und die Symphoniker haben dann natürlich mit gewissen Enttäuschung auch festgestellt, dass der Concentus zunehmend ja zu einem Nicht-Symphoniker-Ensemble geworden ist. Es haben ja dann am Schluss nur mehr ganz wenige aus der alten Gruppe mitgespielt. Und heute hat das mit den Symphonikern also kaum mehr, ganz wenig Beziehung. Und der Versuch, Harnoncourt Mitte der 90er Jahre als Chefdirigenten anzufragen, war noch irgendwo auch der späte Nachhall dessen, dass er mit dem Orchester doch eigentlich eine große oder bedeutende Mannschaft innerhalb des Orchesters hatte, die nach wie vor gern mit ihm musiziert hätte.
Das ist natürlich auch eine sehr große Anerkennung des Orchesters für einen Rebell, der aus ihren Reihen kommt und eine Gegenbewegung, wenn ich es mal so krass ausdrücken kann, gegründet hat, diesen Menschen zum Chefdirigenten machen zu wollen. Ja, ja. Ja, das Wer war kam auch, auf die Idee? Also ja. wer hat das angeschoben und gab es da nicht auch sehr viel Kontra dafür? Wie haben Sie das empfunden? Also ich glaube, es war die überwiegende Meinung des Orchesters. Es ist auch aus einer gewissen Enttäuschung mit den damaligen Chefdirigenten entsprungen. Das war also Mitte der 90er Jahre, da war der Chefdirigent Raphael Frühbeck de Burgos, der ein sehr, sehr guter Praktiker war, aber also nicht mehr, sagen wir so. Und der hatte also gut die Hälfte des Orchesters gegen sich. Es war ja, also keine sehr, das war ein deutsch-spanischer Dirigent mit einem so deutschen Art des Dirigierens, der Schumann-Konzerte oft zersäbelt und zerhackt hat. Und, nach seiner ersten Dirigentenphase war die Frage, soll er noch einmal für weitere 3 oder 4 Jahre verlängert werden. Da war die Mehrzahl des Orchesters war dagegen. Dann kam es zu einer Abstimmung über diesen Weiterverbleib und da hat der damalige Generalsekretär der Symphoniker Rainer Bischof eine Brandrede gehalten, in der er sich für Frühbeck eingesetzt hat. Und der war ja sehr eloquent und hat es also wirklich, hat die Vorteile international und so weiter geschildert. Und nach dieser Brandrede war die Abstimmung und das war dann ein Zwentendorf-Ergebnis mit 50,78% gegen Frühbeck de Burgos. Und Bischof ist wutentbrannt hinausgerannt und hat am nächsten Tag den Frühbeck verlängert. Und das in dieser Situation, das muss man sich dann vorstellen, nicht? Hat also Frühbeck weitere 3 Jahre dirigiert und danach war Bischof doch in gewisser Weise geschwächt innerhalb des Orchesters und hat dann auch versprochen, also wenn beim nächsten Mal hat das Orchester wirklich das Mitsprache oder das alleinige Vorschlagsrecht. Und das war dann die Situation, wo eben überlegt wurde, wer kommt in Frage. Und da war auf der einen Seite eben Fedoseev, der sich aber mit früheren Konzerten, gerade im klassischen Repertoire, bei vielen eigentlich sehr unbeliebt gemacht hat. Auch mit einer Interpretation der Heroica und der Jupiter-Symphonie, so gerade das Kernrepertoire von Harnoncourt, das uns nicht überzeugt hat. Und da war eben dann die Frage, soll man nicht doch versuchen, Harnoncourt als Chefdirigenten in Erwägung zu ziehen. Und das ist dann mehrheitlich im Orchester eben abgestimmt worden und daraufhin die Anfrage an ihn gekommen. Und dann kam ein sehr höflicher Brief, dass er eben eigentlich sich nicht mehr binden will an ein Orchester. Und das hatte dann zur Folge, dass Fedoseev doch als nächster Chefdirigent engagiert wurde. In welchem Jahr war das genau? Ja, das war Mitte der 90er, ich weiß nicht, das war so 4, 5, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau, da müsst ihr nachschauen. Und Fedoseev war dann an sich in bestimmten Bereichen ein sehr guter Dirigent, aber eben im klassischen Repertoire unerheblich, sagen wir so. Er hat wunderbare Interpretationen russischer Musik gemacht und sehr gute Aufführungen bei den Bregenzer Festspielen mit Opernaufführungen. Also insofern konnte er durchaus überzeugen, aber eben das Repertoire, das wir gerne
authentisch interpretiert gesehen hätten, das konnte weder er noch auch später Fabio Luisi und so weiter bringen. Also insofern war eine große Chance, das einmal mit sozusagen einem einst orchestereigenen Musiker zu erarbeiten, Mit Wiener Idiom. leider vertan. Ja. Waren Sie sehr enttäuscht? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Wir hatten das dann nachher, er hat ja dann immer weniger dirigiert bei den Sinfonikern. Nicht? Das ist dann in den 90er Jahren so, wir haben eine große Mozart-Tournee 1991 gehabt, im 200. Todestag. Und dann noch das eine oder andere Konzert Mitte der 90er, das kann ich jetzt nicht so 100%. Und die letzte war dann 1999, die Fledermaus im Theater an der Wien. Und da gab es eben so ein Absprungsszenario. So haben wir es dann interpretiert. Harnoncourt kam ja aus einem kleinen Ensemble, mit dem er sehr intensiv gearbeitet hat. Und hatte den großen Vorteil, dass er trotzdem die Erfahrung eines großen Orchesters hatte. Und mit einem kleinen Ensemble hat er aber eben bis zur letzten Minute und darüber hinaus intensivst geprobt. Und im Orchester ist das alte Problem, es gibt gewerkschaftlich organisierte Probenzeiten, die genau festgelegt sind. Und bei einer Bühnenprobe hat der Dirigent eben 3 Stunden Zeit und dann ist es Schluss. Und Harnoncourt hat halt bei der Fledermaus bis diese 3 Stunden und darüber hinaus. Und dann ist da ein Solo-Cellist aufgestanden und hat gesagt, so, jetzt ist die Zeit vorbei. Und das hat Harnoncourt empört. Und er hat dann auch mehr oder weniger öffentlich gesagt mit einem Orchester, das gewerkschaftlich sozusagen auf seine Zeiten drängt, mit dem möchte er eigentlich nicht mehr weiterarbeiten. Und uns ist es dann nachdem unmittelbar nachher auch die beiden Neujahrskonzerte waren und er ja dann auch mit Konzertgebau und dergleichen, also wirklich Star-Orchestern gearbeitet hat, war das für uns irgendwo, wie soll man sagen, ein wie ich gesagt habe, Szenario, das er benutzt hat, um nicht mehr weiter mit den Symphonikern zu spielen, mit Ausnahme dann eben von Ruijhks Progress, nicht? Der war dann die einzige Ausnahme. Das war dann tatsächlich das Einzige zwischen 1999 und 2008. Ja. Aha. Ja, das Theater an der Wien hat Strawinskys Ruijhks Progress 2008 auf den Spielplan Wie gesagt, gesetzt. das habe ich nicht gespielt, aber da kann ich nur aus Erinnerungen von Kollegen oder Erlebnisberichten von Kollegen sagen, die erzählt haben, ja, in dieser Situation war er handwerklich am Limit seiner Möglichkeiten. Er war ja in dem Sinn kein ausgebildeter Dirigent. Und das haben eben auch viele Musiker immer früher vorgehalten und davor gehalten haben. Der ist ja ein Dilettant, nicht? Und das geht halt bei Mozart und Beethoven nicht. Das spielen wir ohnehin glatt durch und da braucht man also keine elaborierte Dirigiertechnik. Bei Strawinsky war das nicht mehr so einfach und vor allem mit der Bühnenkoordination. Und da haben wir einhellig verschiedene Kollegen gesagt, also das war wirklich ein Problem. Und da ist er geschwommen, um es ganz wienerisch zu sagen. Ja. Also die beiden Bereiche, wo ich vorher den Dilettantismus angesprochen habe, ist unter Anführungszeichen eben die handwerkliche Ausbildung, die dirigentische, die, was weiß ich, Sawallisch zum Beispiel perfekt beherrscht hat oder auch viele andere, die eben von der Pike auf über Korrepetitorenarbeit und dergleichen langsam diese Stufenleiter erklommen haben und bis sie also perfekt geschult eigentlich vor Orchester getreten sind. Und bei Harnoncourt war es eben der völlig andere Weg. Und seine Art des Dirigierens war eben nicht das, was man als Dirigieren bezeichnet, sondern das Interpretieren, was ja
Bretra genauso geschildert hat, ich bin kein Dirigent, bin Interpreter. Das heißt, wir haben auch gelitten unter Bretra unglaublich, weil man viel mehr als bei Harnoncourt, weil man bei ihm also wirklich zum Teil seine Dirigierbewegungen nicht mehr interpretieren konnte. Es war zum Teil faszinierend, was er musikalisch gemacht hat, aber das war also vollkommen improvisiert. Und bei Harnoncourt war es eben einfach, dass er, wie soll man sagen, wie ein Chordirigent eher, also eben ohne Stab und in seinen Dirigierbewegungen für das Repertoire, das er lange Zeit eben gemacht hat, absolut ausreichend, aber eben für die Literatur, die nicht mehr in diesen, wie soll man sagen, dirigentisch eher nicht so elaborierten Ausmaß war, da gab es dann Probleme. Und das Orchester hat ihm aber noch den Brucknerring verliehen, Ende der 90er Jahre. Bekommt ja auch nicht jeder. Bekommt auch nicht jeder, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt weiß ich nicht mehr in Erinnerung, ob das vielleicht eine Motivationshilfe war, um ihn vielleicht doch als Chefdirigent, das müsste man checken, wie das zeitmäßig zusammenhängt, ja. Es gab da eine Tournee mit Friedrich Gulda mit interessantem Verlauf. Können Sie das erzählen? Ja, das war 1987 eine Europatournee, wo Harnoncourt nur das allererste Konzert in Köln dirigiert hat. Und den Rest hat dann Gerd Albrecht übernommen. Und das war Oktober 1987. Wir sind geflogen und die Instrumente sind mit LKWs transportiert worden. Und die LKWs sind irgendwo zwischen München und weiß Gott wo in irgendeinem Stau stecken geblieben. Und wir waren also am Ort und instrumentenlos. Und es war klar, die kommen nie mehr zum Konzertbeginn. Das ist unmöglich, was machen wir jetzt? Und gut, das war die Sternstunde von Friedrich Gulda. Der hat gesagt, ja, ich spüre halt was, nicht? Und er hat sich hingesetzt und hat von 19.30 bis 21.30 einen improvisierten Klavierabend im ziemlich neu erbauten Kölner Philharmonie. Ich glaube, wir waren dort eines der ersten Orchester, das dort gespielt hat. Ja, und dort hat er den Klavierabend gegeben. Vollkommen, was ihm gerade eingefallen ist. Also zum Teil Jazz-Improvisation und zum Teil Mozart-Sonaten. Das Publikum war hingerissen. Das war ein unglaubliches Erlebnis fürs Publikum. Und um 22 Uhr haben wir dann das Konzert begonnen, weil dann waren die Orchesterinstrumente da. Und dann hat Gulda noch ein Mozart-Klavierkonzert wie vorgesehen im Programm gespielt. Und am Schluss war dann die Heroica. Das war also dann schon gegen Mitternacht ungefähr. Und dann ist nur im letzten Satz dem Solo-Klarinettisten schlecht geworden. Und der musste rausgehen. Im letzten Satz ohne erste Klarinette. Der zweite hat dann so ein bisschen versucht, so mitzuspielen. Und Harnoncourt hat die Nerven behalten? Hat die Nerven behalten und das irgendwie zu einem Ende gebracht. Ja. Also ein Konzert mit unglaublichen Stolpersteinen. Ja. Und das zweite eben, das 91-Konzert vor der Mozart-Tournee, der großen Europatournee, wo er an Grippe erkrankt ist und 2 oder 3 Konzerte in Wien vorher waren. Und er hat ihm gesagt, um die Tournee zu retten, muss er die Wien-Konzerte absagen. Er kann in 2, 3 Tagen wahrscheinlich dirigieren, aber die Wiener Konzerte, das ist unmöglich. Und in der Schnelligkeit haben wir keinen anderen Dirigenten gefunden. Und dann war die Überlegung, was machen wir jetzt? Und dann war die Lösung, naja, wir spielen es ohne Dirigenten.
Gidon Kremer hat Mozart-Violinkonzert gespielt und dann war, glaube ich, die Prager Sinfonie. Und es war ja bestens einstudiert. Und das war jetzt die Herausforderung, das eben dirigentenlos und nur in der Kommunikation mit Konzertmeister. Konzertmeister hat also Dirigentenfunktion, aber nicht vom Dirigentenpult aus, sondern eben vom Konzertmeisterpult aus übernommen. Das heißt, die Spannung war noch einmal um einige Grade erhöht des Zusammenspiels. Und viele, und auch ich, haben also dann nachher den Eindruck gehabt, das war eins der besten, spannendsten Konzerte, die wir jemals gespielt haben. Es war bestens vorbereitet und die außergewöhnliche Situation hat es noch einmal gesteigert. Also eins der besten Konzerte, das wir je gespielt haben, ohne Dirigenten. Aber 3-mal? Ja, oder 2-mal, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ja. Ja. Ja, das waren die Anekdoten, die sich aus dem Konzertbetrieb mit Harnoncourt ergeben haben, so viel ich sie. Interessant waren auch noch die Bruckner-Sinfonien? Ja, wir haben die 9., das war auch 99. Ja, das war noch vor der Fledermaus, wo den 4. Satz, also die verschiedenen Bruchstücke, die ja musikwissenschaftlich vorher vorbereitet wurden, einmal dem Publikum vorgeführt haben. Und das hat er eben auf seine besondere Art mit Konferenz begleitet. Ich kann mich nur erinnern, dass er dann so als Schlusspoint gesagt hat, er hat dem Publikum geschildert, wie schwierig das ist, aus so verschiedenen Quellen, einzelnen Blättern, die irgendwo da und dort gefunden wurden, dann wiederum das zu einem halbwegs funktionierenden Ganzen zusammenzuschweißen. Und am Schluss hat er dem Publikum empfohlen, sie sollen vielleicht in ihren Nachtkästchen nachschauen, ob vielleicht das ein oder andere Blatt der 9. Bruckner vielleicht bei ihnen noch drinnen liegt. Das könnte ja durchaus sein, weil das ist auf Dachböden gefunden worden und so weiter. Also bitte schauen Sie nach, vielleicht können wir diesen Torso noch ein bisschen erweitern und verbessern. Ja. Vielleicht eine Anekdote muss ich jetzt noch anschließen, die hat mir vor 3 Tagen bei einem Pensionistentreffen ein Kollege erzählt. Das muss auch mit Concentus passiert sein in Amerika. Ich glaube, die haben Amerika-Reise gemacht. Harnoncourt steht in irgendeinem Flughafen mit dem Koffer in der Hand und schaut so irgendwo ratlos herum. Und es kommt jemand vorbei und fragt ihn, wo wollen Sie denn hin? Und Harnoncourt sagt, wie soll ich denn wissen, wo ich hin will, wenn ich nicht einmal weiß, wo ich bin? Das ist ja der Alltag der Tournee, nicht mehr, vor allem in Amerika. Jede Stadt schaut gleich aus, wenn es nicht gerade New York oder Boston oder Chicago ist. Und man weiß nach einiger Zeit tatsächlich nicht mehr genau und vergisst auch innerhalb von 2 Tagen, was das für eine Stadt war und wie die geheißen hat. Das ist uns genauso gegangen. Eine seiner Pointen, die wirklich sehr, sehr treffsicher und uns. War denn seine Frau Alice auch immer dabei, wenn er die Sinfoniker dirigierte? Bei den Proben, will ich sagen. Habe ich eigentlich wenig in Erinnerung. Sie war, glaube ich, bei der Tournee dabei, wenn ich mich richtig erinnere, 91. Aber da hatten wir eigentlich mit ihm relativ wenig Kontakt. Also da war er schon ein bisschen eher abgeschottet. Ich meine, wir haben die gemeinsamen Fahrten und Flüge gehabt und so, aber er war nicht der Typ, der mit dem Orchester Skat gespielt hätte oder sich sonst irgendwie. Das sicher nicht. Ich muss noch zwei Dinge erzählen, die ich jetzt als ehemaliger
Organisator des Sinfonikerarchivs, so im Sinne von Hochners Rache des Archivs, jetzt zum Besten geben muss. Ich habe also von 2001 bis 2011 habe ich das Sinfonikerarchiv reorganisiert und hatte also sämtliche Programmzettel und dergleichen zur Digitalisierung und alles in Händen. Und 2000 oder 2001 ist mir die CD des Neujahrskonzerts mit Hanon Kur in Händen gekommen. Und ich habe das Booklet angeschaut und habe da den Passus gefunden, wo er schreibt, ich war ja am Beginn meiner Sinfonikerzeit, habe ich mit Clemens Krauss gespielt und Clemens Krauss war ja ein Johann Strauss-Experte und ich habe 50 Konzerte mit ihm, mit Johann Strauss-Programmen gespielt. Ich habe dann gedacht, Donnerwetter, 50 Konzerte, Hanon Kur ist 52 ins Orchester gekommen, 54 ist Clemens Krauss gestorben. Das heißt, also innerhalb von 2 Jahren haben die 50 Konzerte mit Strauss-Programmen. Ich habe dann recherchiert in unserem Programmarchiv und genau ein Konzert gab es mit Clemens Krauss und den Wiener Symphonikern. Jetzt selbst unter der Annahme, dass er vielleicht einmal substituiert hat bei den Philharmonikern oder irgendwo da mit Clemens Krauss noch einmal gespielt hat. Aber die Diskrepanz zwischen einem und 50 ist also schon... Und ich habe damals die Frau Monika Mertl angeschrieben, die da gerade mit ihm irgendwas gemeinsam gearbeitet hat und habe dann mehr oder weniger blauäugig hingeschrieben, mich würde gern diese Diskrepanz, mich würde das interessieren, wie so eine Diskrepanz zustande kommt. Und sie scheint es dann an ihn weitergegeben zu haben und hat mir dann zurückgeschrieben, ja, und kurz gesagt, so kann man sich in der Erinnerung täuschen. und die zweite Geschichte ist die er sehr oft erzählt hat, war sein Abschied von den Sinfonikern 19... Also die G-Moll-Symphonie 69, wo er aus Enttäuschung über eine Interpretation der G-Moll-Symphonie sofort das Orchester verlassen hat, weil das war also so ernüchternd, dass er dann nicht mehr weitermachen wollte. Und dann auch habe ich recherchiert im Sinfonikerarchiv, wann ist die G-Moll-Symphonie gespielt worden. Da war die letzte Aufführung 1967. Das heißt also 2 Jahre davor, also von einem spontanen Entschluss des Orchesters zu verlassen, war also gar keine Rede. Und die Cellisten haben mir dann gesagt, er hatte sich eine 3-jährige Frist ausbedungen, ins Orchester wieder zurückkehren zu können, falls eben doch mit dem Konzentus es nicht so gelaufen wäre, wie er sich das vorgestellt hat. Also das heißt, diese Erzählung ist auch eine Legende. Und so hat er halt die ein oder andere Legende auch gestrickt, um bestimmte, wie soll man sagen, Brennpunkte seiner Karriere ja, in ein gewisses Licht zu rücken. Also da muss man schon auch zum Teil vorsichtig sein über seine Aussagen. Mhm. Wie sehen Sie heute, 9 Jahre nach seinem Tod, seine Wirkung auf unser Musikleben? Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Also ich maß mir da eigentlich nicht wirklich ein Urteil an. Es kommen jetzt in so schneller Folge wieder neue Leute, die plötzlich also sich als Wegbereiter der alten Musik deklarieren. Es hat auch innerhalb der alten Musikszene ja doch so viele verschiedene Ensembles jetzt sind entstanden, die Herrewege und Norrington und wer immer, nicht? Und die man also parallel jetzt in YouTube sich anschauen kann. Interessant ist auf YouTube, dass eigentlich die alten Konzentusaufnahmen zunehmend weniger im Fokus stehen als diese
aktuelleren Interpretationen. Also insofern weiß ich nicht, ob diese Wirkung, die sie ursprünglich hatten, auch heute noch anhält. Was die übrigen Interpretationen betrifft, ich glaube, die Zeit ist dermaßen schnelllebig, dass 1,5 Jahrzehnte schon einen gewissen Vergessensquotienten erzeugen, der immer schneller sich fortpflanzt. Also ich weiß auch bei jüngeren Kollegen, die ich angesprochen habe, auf ältere Dirigenten, was weiß ich, die haben keine Ahnung mehr gehabt, wer Josef Krips oder Ernest Ansermet und dergleichen. Das sind also nicht einmal den Namen nach mehr irgendwie bekannt. Furtwängler, ja, vielleicht, das ist noch eine Ausnahme, Karajan schon, ja. Aber möglicherweise wird, und das hoffe ich eigentlich, dass die großen Namen des 20. Jahrhunderts sich dann doch auf Karajan und Harnoncourt irgendwo fokussieren. Bleibt abzuwarten. Vielleicht eines noch, die frühe Zeit des Concentus 2, und also wir ins Orchester gekommen sind, um das zu schildern, wie es im Orchester damals, weil der Arbeitsaufwand des Orchesters war gigantisch in dieser Zeit. 1948 ist diese Sinfonia Tonaufnahmegesellschaft gegründet worden. Das war ein sehr kluger Schachzug von den Sinfonikern im Moment, wo die Langspielplatte Marktreife erlangt hat, eine eigene Tonaufnahmegesellschaft zu gründen mit einem eigenen Studio im Konzerthaus und mit hochmodernen Aufnahmetechnik. Die war damals besser und arrivierter, als die Rundfunkanstalten hatten. Und damit haben die Sinfoniker sehr viel Möglichkeiten gehabt, Aufnahmen zu lukrieren, sowohl innerhalb Österreichs als auch von diversen Plattenfirmen international, die zum Teil in den Sinfonia-Studios aufgenommen haben. Und das bedeutete aber, dass die ohnehin enorme Arbeitsbelastung des Orchesters noch einmal potenziert wurde durch die private Tätigkeit. Weil als Mitglieder der Sinfonia waren die Musiker Unternehmer und als Wiener Symphoniker waren sie Angestellte des Vereins. Und der Direktor der Sinfoniker war in Personalunion der Direktor der Sinfonia. Das war auch eine klassische Unvereinbarkeit, die Gemeinde Wien absolut nicht gutiert hat. Aber der konnte jahrelang sehr geschickt zwischen diesen beiden Polen irgendwie schwimmen und hat also den Sinfonikern ein sehr lukratives Zusatzeinkommen durch die Plattenaufnahmen beschert. Und wie Harnoncourt ins Orchester gekommen ist, war da ein ziemlicher Höhepunkt dieser Plattenaufnahmetätigkeit. Da ist auch dieser Philips-Vertrag, Exklusivvertrag zustande gekommen. Das heißt, die Musiker haben sich untereinander ausgemacht, wer spielt die Plattenaufnahmen, und das musste irgendwie mit dem Dienst im Orchester koordiniert werden. Jetzt ist es rätselhaft, wenn man sich die Arbeitsbelastung des Orchesters anschaut, die damals 40 Dienste waren keine Seltenheit pro Monat für einen Musiker, und noch die Sinfonia-Tätigkeit. Alte Musiker haben erzählt, dass nach einem Konzert im Musikverein Busse vor Musikverein gestanden sind und die Musiker sind mit den Bussen auf dem Rosenhügel raufgefahren und haben in den Filmaufnahmestudios zum Beispiel, also nicht nur im Sinfonia-Studio, sondern auch in der Filmmusik für die Heimatfilme der 50er Jahre aufgenommen, bis spät in die Nacht, und am nächsten Morgen war die nächste Probe im Musikverein. Also unvorstellbare Arbeitsbelastung. Und wie war das möglich, dass in dieser Konstellation der Proto-Concentus sozusagen sich überhaupt konstituiert hat? Und das ist jetzt mit Aussagen von alten Kollegen irgendwie in Koordination zu bringen, die gesagt haben, naja, also Harnoncourt hat sehr viele Dienste verkauft. Das war ja von der Direktion durchaus gestattet, dass man gesagt hat, das spielt ein anderer Kollege für mich auf meinen Namen. Und
das war halt eine interne, er musste eben die Dienste zahlen und hatte dafür aber eben frei. Nicht? Und in der Sinfonia konnte sich er wahrscheinlich das auch eher organisieren, dass er nicht so viel gespielt hat. Ich kann mir es nur so erklären. Und das hatte aber andererseits auch zur Folge, dass seine Einnahmen natürlich schmäler waren als die das Orchester normalerweise lukriert hat. Und dazu passt nun wiederum eine Aussage der Witwe von Walter Schneiderhahn, die ich einmal interviewt habe vor Ende der 80er Jahre. Und die hat die Familie Harnoncourt gut gekannt hat. Und die hat gesagt, ja, also, sie haben Mitleid gehabt mit den Kindern von Harnoncourt, die sind so kurz gehalten worden. Finanziell, sie haben ihnen immer Tafel Schokolade geschenkt, wenn sie die Kinder getroffen haben, weil die einfach fast an der unteren Grenze, er hat ja alles, sein gesamtes Einkommen in den Ankauf von alten Instrumenten und von Noten und dergleichen investiert. Also, wenn man die Puzzlesteine zusammenlegt, kann man es irgendwo rekonstruieren. Nicht? Auf der einen die Konstituierung dieses kleinen Ensembles in dieser Zeit, dieser enormen Arbeitsbelastung des Orchesters, war nur möglich, indem man eben sehr viele Dienste abgeschoben hat und die Zeit verwendet hat, um für sein kleines Ensemble zu arbeiten, obwohl er noch genug gespielt hat. Ich habe da den einzigen Satz, den ich gefunden habe in unseren alten Dokumenten, war, die Orchestermusiker haben ihre drastische Arbeitsbelastung gegenüber dem Arbeitgeber dokumentiert. Und so erwähnte Lustig Brean, das war der Vorsitzende des Direktionsrates, den Fall des Cellisten Harnoncourt, der ihm vom Betriebsrat mit eingebundenen Fingern vorgeführt wurde, zum Beweis dessen, wie sehr er im Dienst beansprucht bzw. ausgenützt wurde. Und das war im Jahr 1955.